Hallo und herzlich willkommen bei Schulgelaber. In dem heutigen Video soll es um dein Power-Up gehen für deine Produktivität. Ich möchte euch gerne mein System, und zwar Produktivitätssystem mit Things Free, etwas näher bringen, damit am Ende des Tages durch eine bessere Produktivität mehr Zeit übrig bleibt für euch selbst oder die Dinge, auf die ihr Lust habt. Ich würde euch aber ganz gerne am Anfang zwei Situationen beschreiben, die sicherlich jeder von euch kennt. Situation 1, ihr kommt aus dem Unterrichtsraum heraus und auf dem Gang kommt schon der erste Kollege auf euch zu und hat eine Frage oder eine Aufgabe, die sich daraus ergeben möchte. Dann am Lehrerzimmer angekommen, warten schon Horden von Schülerinnen und Schülern und überfallen euch mit irgendwelchen Fragen oder weiteren Aufgaben, die sich im Verlaufe des Gespräches ergeben. Im Lehrerzimmer angekommen ist nicht das erste, endlich Pause, sondern weitere Kolleginnen und Kollegen möchten irgendwelche Sachen von euch wissen oder haben irgendwelche Aufgaben für euch. Ich denke, das ist eine ganz alltägliche Situation und viele Dinge kann man ja nebenbei erledigen, weil es einfach nur Fragen sind. Was aber machen mit den ganzen Aufgaben, To-Dos, die sich daraus ergeben? Meistens nimmt man sich einen Zettel, schreibt die Sachen sich auf und die Liste wird im Laufe des Tages länger und länger und länger und länger. In der Betrachtung der Woche auch immer länger und länger. Und wenn man dann sich die Zeit nimmt und sich den Aufgaben abarbeiten widmet, stellt man fest, Mensch, diese Liste ist ja riesig lang und wo soll ich anfangen? Ich finde gar kein Ende und verliere den Überblick über das Ganze. Zweite Situation. Ihr verlasst den Unterrichtsraum und nichts ahnend kommt zum Glück mal diesmal keiner auf euch zu und euer Kopf ist irgendwie frei und ihr stellt fest, Mensch, das könnte ich in der nächsten Stunde ein bisschen besser machen. Da, an der kleinen Stellschraube könnte die Unterrichtsstunde beim nächsten Mal besser laufen. Oder ihr seid unter der Dusche, so passiert's mir meistens. Denke an nichts und da kommt diese eine zündende Idee, diese großartige Sache, die ihr die ganze Zeit schon irgendwie vor euch hinschiebt oder ein Problem, wo ihr endlich eine Lösung gefunden habt. Oder ihr seid beim Laufen und das ist dieser Gedanke, der die ganze Zeit euch begleitet. Unter anderem ist bei mir so Schulgelaber entstanden und ihr stellt fest, Mensch, diesen Gedanken muss ich irgendwie festhalten. Wie kommt das? Wie kommt es, dass großartige Ideen immer in Situationen aufkommen, wo irgendwie gerade nichts zu tun ist? Weil der Kopf gerade frei hat. Euer Kopf kann arbeiten im Hintergrund, ohne dass ihr euch darauf konzentrieren müsst. Der Kopf ist dafür da, Dinge zu lösen und nicht jede Kleinigkeit sich zu merken. Wäre es nicht toll, ein System zu haben, das dafür sorgt, dass ihr diesen Ich habe meinen Kopf frei für Lösungen-Modus immer wieder erzeugt. Und genau da möchte ich mit euch hinkommen und unter Zuhilfenahme von Things Free. Also, dann schauen wir mal ein bisschen genauer an das System von Things Free rein. Things Free gibt's auf sämtlichen Plattformen, auf dem Computer, auf dem iPad, auf dem Handy. Ich habe es nur auf dem Handy. Warum nur auf dem Handy? Es ist das Gerät, was ihr immer bei euch habt, was ihr schnell rausholen könnt und die Dinge eintragen könnt. Schauen wir ein bisschen genauer in die App hinein. Wir haben hier in dem oberen Bereich all das, wo sich eure täglichen Aufgaben, eure To-Dos abspielen. In dem unteren Bereich haben wir eure Lebensbereiche, eure Fokusbereiche, wo ihr eure Schwerpunkte drauflegt. Wie ihr das herausfinden könnt, habe ich schon einmal in einem Artikel geschrieben. Verlinke ich euch unten, findet ihr auf schulgelaber.de. Also hier sieht man meine Fokuspunkte. Da geht es einmal um den Bereich Familie, Bereiche, die mich betreffen etc. Hier unten im unteren Bereich habe ich mir einen Startbereich und einen Abendbereich gemacht. Der Startbereich ist das morgendliche Ritual und der Abendbereich ist sozusagen das Abendritual. Okay, gehen wir einmal die einzelnen Menüpunkte nacheinander durch. Das Wichtigste ist der Eingang. Alle Aufgaben, alles, was euch im Laufe des Tages an Aufgaben zugeworfen wird, jede noch so kleine Idee, jeder Gedanke, alles kommt in den Eingang. Zwingt euch dazu, ja, man kann relativ schnell auf Things Free zugreifen etc. Ja, einfach alles kommt an den Eingangsbereich rein. Zum Beispiel bei mir sieht man hier, Mensch, ich müsste mal die Morgenroutine, den Artikel, den ich schreiben werde, noch kontrollieren oder auch eine Infografik für einen weiteren Artikel schreiben. Oder letztens eingefallen, Mensch, ein Miroboard, dazu auch später mehr, gibt's kostenlos als Account für Lehrerinnen und Lehrer. Und das kommt dann sozusagen in die App hinein. Dann haben wir den Heute-Bereich. Hier spielt sich alles ab. Eigentlich haltet ihr euch den ganzen Tag beim Abarbeiten eurer To-Dos da ab. Das ist auch das, was euch als Vorschau in der App angezeigt wird, wie hier im Hintergrund 3 Aufgaben, das ist zu tun. Ich habe mir noch meinen Kalender
hier in die App mit eingefügt, dass ich wirklich alles an Ort und Stelle habe. Und da sieht man unter anderem meinen Arbeits- und Plankalender für die Schule. Man sieht, man ist gerade in Hessen, ist Herbstferien, Daumen hoch dafür. Und man sieht, dass ich heute das Videodreh machen möchte. Hier unten sieht man den Abendbereich, was ich noch vor mir habe, weil alle anderen To-Dos habe ich für heute schon abgearbeitet. Zu dem Geplant-Bereich kommen wir gleich. Hier in der Jederzeit-App ist alles das, was ihr im Laufe der Woche noch erledigen möchtet. Ja, wie wir dazu kommen, kommen wir auch noch gleich dazu. Ja, da sieht man zum Beispiel unter anderem, dass ich mal noch die Klassenarbeit kontrollieren müsste in Erdkunde und auch eine Klassenarbeit noch erstellen müsste. Dann kommen wir zu dem Irgendwann-Bereich. Der hört sich erstmal so an, als ob es ein Grab wäre für Ideen, ist es aber überhaupt nicht. Kommen wir gleich nochmal zu, wenn man mit Systemen daran geht. Hier sieht man die einzelnen Lebensbereiche. Ja, hier sieht man all das, worauf ich mich fokussieren möchte. Ja, und da sieht man, aha, okay, ich müsste eigentlich den Stundenplan noch fürs zweite Halbjahr irgendwann erstellen. Diese To-Do wird sich nicht von alleine erledigen und sie muss erledigt werden. Oder hier, dass man für Office 365 für die Schüler freischalten muss. Hier unten wird es angezeigt, wenn man aktive Projekte hat. Und da sieht man hier mein Projekt Schulgelaber, dass da ziemlich viele großartige Sachen noch an Aufgaben auf mich warten. Genau, dann gehen wir mal zurück. In dem Logbuch kann man sehr schön sich motivieren und da kann man sehen, was man so alles im Laufe der Zeit erledigt hat. Ja, und kann man auch zu einem späteren Zeitpunkt dann den Kram auch nochmal durchsuchen. Nachdem wir nun die einzelnen Menüpunkte einmal angeschaut haben, könnte man durchaus zu Recht die Frage aufweisen, okay, das ist nichts anderes als eine normale To-Do-App. Aber die Magie kommt jetzt und zwar, indem man sich ein System aneignet. Alles, was an Aufgaben auf euch zukommt, kommt in den Posteingang. Ihr geht also in einen Eingang hinein, dreht auf Plus und irgendwelche Aufgaben, die euch dazu geflogen sind. Ja, zum Beispiel ihr habt eine Referendarin, ja, und die hat euch ein UB geschickt. Ihr müsst den UB kontrollieren, ja, speichert euch das ab. So, am nächsten Morgen, ihr macht ja einmal am Tag, empfehle ich euch ja, komme ich gleich nochmal zu einem späteren Zeitpunkt drauf zu, schaut ihr Things3 nach Aufgaben durch und da geht ihr in euren Eingang hinein. Und da seht ihr, aha, ich muss den Unterrichtsbesuch kontrollieren. Wann will ich das machen? Okay, schaffe ich das heute im Laufe des Tages? Ja, das ist eine To-Do, die ich heute schaffen will, weil mit Blick auf meinen Kalender habe ich dafür ein Zeitfenster. Dann vergebe ich noch Text. Zu den Text nur ganz kurz. Wer es etwas genauer wissen will, liest sich gerne den Artikel auf schulgelaber.de durch. Den verlinke ich auch nochmal unten. Mit den Tags gebe ich sozusagen an, wie lange ich benötige für irgendwelche Aufgaben. Ja. Hier, wenn ich in den Bereich schnell reingehe, dann kann ich das Ganze in 5 bis 10 Minuten abarbeiten. In den Bereich konzentriert, da brauche ich schon so 15 bis 20 Minuten oder auch länger. Und im Bereich Schreiben, da geht es darum, dass ich wirklich intensiv an Dingen arbeite, an Lösungen feile und mir das wirklich aufschreibe. Hier ist klar, den UB, da brauche ich ein paar Minuten länger, gehe ich in den Bereich Schreiben hinein. Dann ist das Ganze, zu welchem Fokuspunkt ist das Ganze angesetzt, und zwar in dem Bereich Arbeit. So, dann ist das zugeordnet und ich weiß, am nächsten Morgen, ja, oder im Laufe des Tages weiß ich, ist diese To-Do auf meiner Agenda und ich kann sie abarbeiten. So könnte ich hier noch weitere To-Dos abarbeiten und so, dass der Posteingang denn leer ist. Ganz wichtig, wirklich dafür sorgen, jede noch so kleine Idee sollte nach Möglichkeit aufgeschrieben werden und wenn ihr das dann euch anschaut, dann den Posteingang so durcharbeiten, dass der auch leer geht. Gehen wir hier mal einmal rein noch, ja, bei Education Account für Miro erstellen, weiß ich, dass das relativ fix geht. Gehört zu dem Bereich Arbeit, ja, das ist dann fertig. Und wann kann ich das erledigen? Das kommt irgendwann, das ist absolut nicht wichtig, ja, zu dem Irgendwann-Bereich kommen wir gleich nochmal und dann ist das verschoben. So gehe ich dann meinen Tagesverlauf oder mein morgendliches Ritual durch und sorge dafür, dass mein Posteingang leer ist. Ab diesem Zeitpunkt arbeite ich nicht mehr im Eingang, nur neue To-Dos werden dann abgearbeitet. Dann bin ich dauerhaft in meiner Heute-Liste und gehe die nach und nach durch. Hier sehe ich dann, okay, ich müsste den UB kontrollieren und wenn ich das erledigt habe, brauche ich hier nur den Haken setzen und dann ist das auch schon erledigt. Nehmen wir mal an, ich arbeite mich heute durch meine To-Do-Liste durch und wie ihr hier ja sehen könnt, habe ich am Abend etwas Wiederkehrendes, auch da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, aber hier weiß ich, okay, jetzt habe ich zum jetzigen Zeitpunkt erstmal keine Aufgaben mehr zu erledigen. Und jetzt kommen wir zur Jederzeitliste. Die Jederzeitliste
macht ihr einmal in der Woche, geht ihr all euer Things-Free durch, auch die Irgendwann-Liste und schaut nach, was gibt es an Aufgaben zu erledigen, die ich vielleicht im Laufe der Woche erledigen möchte. Also springen wir mal einmal in die Irgendwann-Liste rein, damit man sieht, wie die Jederzeitliste wächst. Und hier ist zum Beispiel klar, okay, den Stundenplan fürs zweite Halbjahr, den müsste ich mal erstellen. Hier gehe ich wirklich Punkt für Punkt durch. Okay, will ich mich die Woche mit der Solaranlageplanung beschäftigen? Bleiben wir mal hier in meinem Arbeitsbereich. Okay, also es steht fest, okay, die Woche müsste ich mal die Office-Accounts für die Schüler freischalten. Also gehe ich hier auf die To-Do, gehe ich hier auf das Irgendwann, gehe da auf Entfernen und schon landet es automatisch in meiner Jederzeitliste. Also eine Aufgabe, die ich jederzeit im Laufe der Woche erledigen könnte. Und das ist wichtig. Wirklich einmal in der Woche hinsetzen und einmal Things-Free von oben nach unten durcharbeiten, jeden Bereich Punkt für Punkt durchgehen. Okay, was ist eine Aufgabe, die diese Woche zu erledigen ist? Und dann wird sie auch erledigt. Sobald etwas auf eurer Heute-Liste erscheint, beziehungsweise auf eurer Jederzeitliste, dann wird das abgearbeitet. Dann werdet ihr auch sehen, dann ist das am Ende des Tages gar nicht viel. Also wir haben eine neue To-Do in der Jederzeitliste, nachdem wir in der Woche einmal dort reingeschaut haben. Ja, da schlummern die Ideen, die tollen Gedanken, die ihr euch gemacht habt und die ihr aber nicht vergessen habt, aber die ihr jetzt nicht sofort erledigen könnt. Sie sind aber da gespeichert. Die Irgendwann-Liste ist also kein Grab. So, dann gehen wir in die Jederzeitliste rein, die ja im Laufe der Woche wächst mit Aufgaben, die noch zu tun sind. Meine Woche ist schon fast durch. Wir sind heute auf einem Donnerstag, deshalb ist sie relativ leer. Das steht aber schon jetzt, wie ihr seht. Okay, ich habe heute keine Aufgaben mehr zu erledigen, also schaue ich mal in die Jederzeitliste rein und da sehe ich, Mensch, hier sollte ich mal den Office-Account für die Schüler freischalten. Das habe ich dann erledigt und so arbeite ich auch die Jederzeitliste nach und nach ab. So ist sichergestellt, dass keine Aufgabe verloren geht und ihr wirklich an die Dinge denkt und die ihr abarbeitet. Noch ein Tipp von mir. To-Dos sind ja meistens dafür da, dass man in der Arbeit nicht verwisst. Aber setzt euch auch To-Dos, die ihr selber machen möchtet. Ja, zum Beispiel nur Aufgaben, die für euch selbst sind. Das ist denn hier dieser Ich-Bereich, wo es immer wieder Aufgaben sind, die nur für mich sind. Zum Beispiel hier dieses Video drehen. Das ist nur erstmal für mich. Das hat nichts mit Aufgaben aus der Schule zu tun, sondern das mache ich für mich, um mich weiterzuentwickeln. Also als Empfehlung, nehmt euch immer wieder Aufgaben aus dem Ich-Bereich, die ihr dann in der Woche abarbeiten könnt. Gut, kommen wir zum Abschluss noch einmal auf die Bereiche Start und Abend, was ich mir selbst in meinen Bereichen angelegt habe. Ich kenne mich ja selber und weiß, dass wenn bestimmte Dinge nicht immer wiederkehrend auftauchen, dass ich mich nicht dran halte. Selbst wenn ich hier so ein großartiges System habe, was dafür sorgt, dass mein Kopf immer frei ist und alle Aufgaben gespeichert sind, habe ich mir einen Startbereich angelegt, wo jeden Morgen um die gleiche Uhrzeit oder beziehungsweise jeden Tag scheint früh morgens die gleichen To-Dos auf, wo drin steht unter anderem, dass ich mich mal fortbilden sollte, aber auch hier eine tägliche Things-Free Review. Da werde ich daran erinnert, das ist eine Aufgabe, die immer wiederkehrt, dann weiß ich, okay, das muss ich jeden Tag machen. Da lande ich dann hier wieder oben in meinem Posteingang und gehe alle Ideen durch, die sich im Laufe des letzt zurückliegenden Tages ergeben haben und dann gehe ich Stück für Stück durch und weise die dann den Bereichen zu, was ich heute machen kann, was ich jederzeit oder irgendwann machen möchte. Dann immer montags kommt die wöchentliche Review von Things-Free und da geht es dann darum, okay, da gehe ich dann die Irgendwann-Liste durch und nehme mir To-Dos aus der Irgendwann-Bereich und packe sie unter anderem, ja, zum Beispiel nehmen wir hier einen Template bauen für den Unterricht und für Gespräche, packe ich mir dann in die Jederzeitliste hinein, indem ich einfach den Tag entferne irgendwann. Und dann weiß ich, okay, das habe ich die Woche zu erledigen. Alles andere wandert dann in die Irgendwann-Liste oder bleibt in der Irgendwann-Liste. Dann habe ich mir noch einmal im Monat, nehme ich mir ein bisschen mehr Zeit und schaue nochmal wirklich alles durch. Was sind so Aufgaben, was schlummert noch in der Irgendwann-Liste, was vielleicht tatsächlich auch gar nicht mehr interessant ist, weil sich ja im Laufe eines Monats ja auch Dinge ändern können. Das wäre sozusagen der Magiebereich mit Things-Free. Fassen wir also nochmal die Bereiche zusammen. Der wichtigste und entscheidendste Punkt ist, alles, was euch jeder noch so kleine Gedanke, gewöhnt euch das wirklich an. Das ist großartig, wenn es einmal passiert. Ihr vergesst nichts mehr. In den Eingang, alles hinein. Sobald ihr das für euch verinnerlicht habt, werdet ihr feststellen,
ihr vergesst nichts mehr. Das ist super. Jeder noch so kleine Gedanke landet dort. Dann einmal die Woche schaut ihr eure jederzeit und irgendwann Liste durch. Und ihr lebt dann eigentlich nur noch dauerhaft in der Heute-Liste. Das Wichtigste ist, ihr könnt dieses System natürlich jederzeit erweitern. Ja, ihr könnt irgendwelche anderen, eure Einkaufslisten könnt ihr darüber abbilden oder ihr könnt eure Einkaufsliste mit einem anderen System abbilden. Vollkommen egal. Wichtig ist nur, ihr müsst bei einem System bleiben. Vertraut es euch. Vertrauen entsteht durch Vertrauen. Wenn ihr immer sicher seid, dass hier bestimmte Dinge immer wiederkehrend sind, zum Beispiel hier sind To-Dos, wo ich weiß, okay, nächstes Jahr muss ich einen Bericht schreiben fürs staatliche Schulamt, da weiß ich, die App wird mich daran erinnern. Das werde ich nicht vergessen. Also, vertraut dem System, was ihr euch da angeeignet habt und dann werdet ihr feststellen, ihr werdet produktiver und am Ende des Tages habt ihr auch noch mehr Zeit, weil ihr nicht eine riesige Liste vor euch habt, die ihr gar nicht schafft abzuarbeiten. Wenn ihr Fragen habt, dann gerne in die Kommentarfunktion unten. Ansonsten würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.